You know it's rude to enter without knocking. The youth of today. No manners at all. Though we neglected to knock, we did create something of a commotion. I had hoped that would suffice. Heavy-handed as ever, I see. And still not a hint of grace. Some things never change. To give credit where credit is due, I learned from the best. It has been too long, Master Matoya. Indeed it has. Oh, it's good to see you again, my girl. And with your fiery spirit unquenched. But look at you, all grown up and womanly. The one there in the fancy duds, that's Louis Soir's granddaughter, I take it? Grandson, begging your pardons. You knew my grandfather, my lady. Knew him? Ha! We were constantly at each other's throats. Like rabid dogs we were. Oh, he was a stubborn bugger, was your grandfather. Never a dull moment when he was around, I will give him that. As for you, boy, I've known you since you were a rosy-cheeked babe at the teat. And my sister too, I gather. May I say what an honor it is to meet you again, my lady? Spare me the hollow pleasantries, boy. I'll wager my remaining good teeth you didn't come to a forgotten corner of Eorzea to flirt with a wrinkly old woman. Now out with it. What is it you need of me? Azizla. I never thought I'd hear that name again. You are familiar with it? As familiar as one can get from poring over musty old tomes. The Alagons set the Isle afloat not long before the sun set on their empire. Old Louis Soir and I often talked about it. The place is home to a research facility dedicated to finding ways of mastering mighty beings, such as primals and dragons. And find ways it did too, frightening ones. Such secrets as lie buried on Azizla aren't fit to see the light of day. And now you tell me a band of dragon-baiting primal botherers are trying to dig them up? Indeed. And to make matters worse, the Ascians have a hand in their plot. They must be stopped, no matter the cost. I see. Very well. You will help us then? Truly? I had not anticipated such an impassioned response. Could it be that the presence of young blood has stirred your own? Ah, some things never change. One day that pertness is going to cost you your tail, my girl. Don't say I didn't warn you. Ich glaube, wir haben hier irgendwie ein paar Lecks. Twas some 50 years ago, shortly after Garlemald had brought all of Ilsabard under its rule. Faced with the threat of invasion, the people of Sharlayan scrambled about for a means to resist the Empire. For my part,
I was tasked with developing an etheric converger. Ah, yes. A device which draws in ether and concentrates it to produce a destructive force. But as my research neared its end, it was denounced by the Forum, who claimed that my device was more likely to destroy us than our enemies. After that, they and I had a little falling out, and I decided to seal away all the fruits of my research, lest the dunder-headed ingrates reap any benefit. Ha! Petty, I know, but gods, it was satisfying. Do mine ears deceive? 'Twas you, was it not, who was so fond of saying that all knowledge exists to advance mankind, that how it is used depends on us? I don't remember. Perhaps. All right, yes. It was a pet phrase of mine. And that should give you a notion of how sick and tired I was of those spineless wretches of the Forum. All talk and no trousers, that lot. That's why I decided to remain behind, rather than join the Exodus. You may have had your disagreements with my grandfather, but upon that point, your minds were as one. With respect, Master, the fruits of your research should not be left to spoil. Will you share with us the secrets of the etheric converger? Aye, I will. All the information you need is contained in a tome I wrote on the subject. But you'll have to fetch it from the forbidden section of the Great Library. Ah, you were not exaggerating when you said that you had sealed it away. Though the city is abandoned, the library's guardians are all but certain to remain. We must needs cut a path through them. Come, let us away. Not so fast, you lot. Stola and the boy are staying with me. I need help to make new sentinels to replace the old ones you walloped. They'll be board and lodging, don't you worry. But know that you'll have to work for them. Hard. I'll have no sluggards in my house. Ich darf in den Dungeon und die anderen müssen schuften. Was? Achso, ich muss mich vorstellen. Das ist ja geil, der Besen, der erzählt mir, wie ich da hinkomme. Oder er öffnet mir die Tür. Achso, und die hier nehme ich auch direkt an, das ist nämlich, genau, Eva Current. So. Kleiner Froschzauberer. Geil. Ja, jetzt kommt der letzte Level-Dungeon. Die Library, die Bibliothek. Freue mich schon drauf. Ich habe nämlich schon einen Boss da gesehen, da wurde er im Trailer gezeigt. Oh, das lädt so lange hier. Ja, gut. Ich gehe zum Dungeon. Ich betrete den Dungeon und dann das Dungeon-Teil. Dann packe ich den ersten Teil des... Oh. Des Dungeons mit rein. Boah. Komm, das eine Film mache ich hier noch fertig.
fange ich den Dungeon an und dann... Ja, dann ist es immer besser, die aufzuteilen und so etwas, weil es einfach zu lang dauert sonst. Sieht geil aus, diese Feuerfläche. Gut, wir sehen uns beim Dungeon. Dachte mir, das sieht interessant aus, das lasse ich mal drin. Ja. Ich denke mal, dass die Story nicht auf Level 59 enden wird, sondern auf Level 60. Also es wird wahrscheinlich, ich vermute mal ganz stark, es wird auf Level, ja, ist klar, es gibt die beiden Level 60er Dungeons, die optional, aber ich glaube, es gibt auch noch Story Level 60 Dungeon, irgendwas, so wie es halt auch bei Realm Reborn war. Aber auf jeden Fall finde ich das jetzt schon mal ganz praktisch, dass es jetzt einen Dungeon gibt, da gibt nämlich ordentlich EP. Ja, und dann schauen wir mal, das wir machen. Meine Dailies, die wollte ich jetzt aufbewahren, um direkt Marken sammeln zu können und nicht in Erfahrung investieren. Ja. Okay, gut. Ich muss jetzt anmelden. Wir sehen uns dann drin. So, Skype ist leider nicht auf beschäftigt. Dazu müsste ich raustappen, aber das würde die Aufnahme unterbrechen. Und dann hätte ich das wieder in zerstückelten Dateien. Und das will ich nicht. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben, dass im Hintergrund hin und wieder dieses Geräusch kommt. Hoffen wir, das ist okay. Okay. Ups. Das ist eine Mucke. LOL. Ein 60er mal dabei. Panzerfaust, oh ja, das ist gut. Schools of... Ja, Fools, genau. Schools of Phantasmagoria. Fate.
Boah, ich bin bald auf 10.000 HP. Da fehlt nicht mehr viel. Also mit Buffs und Buff-Food. Ich weiß, dass ich habe inzwischen so eine Ahnung, wie ich meinen Monk spielen muss. Aber was ich noch nicht so ganz genau weiß, wie ich mir die Tasten dafür belegen soll, wie ich das mache. Ich muss halt immer zwischen 2 Reihen hin und her wechseln. Theoretisch. Wow! Ja, das ist geiler als Hogwarts. Das ist ein cooler Dungeon bisher. Wegrennen. Ja, scheiße. Das ist jetzt echt blöd, wenn die da jetzt viel schreiben. Es tut mir leid. Snoop. Ja, meine Leute aus der Konfi. Hä? Ist ein Franzose? Jetzt gedacht, das wäre ein Deutscher. Aber er hat Lead-HP. Und Doppel-T. Franzose, der sich Panzerfaust nennt. Das ist sehr skurril. Davon muss ich Felix erzählen. Was ist denn da? Alter, will die mich halt beim Leveln eiskalt überholen, einholen und sonst was holen. Defeat the Demon Tome. Und direkt der erste Boss ist der, den man gesehen hat aus dem Trailer. Das ist jetzt zwar echt chillig, der Dungeon. Hiroshi, Volume 2 meine ich. Wenn wir was über die gallianische Geschichte erfahren, das wäre ja mal tatsächlich interessant, das zu lesen. Muss ich mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, wenn ich hier einen Run fertig gemacht habe, und den ganzen Weg zurücklaufen und mir das angucken. Musik, ey. Das ist voll geil. Aber da vorne ist es. Boah, geil. Fettes Dämonenbuch. Dann erklären wir die Boss-Strat. Kann das jemand lesen von euch? Ja, dann hau mal rein. Oh, okay. Every time. Mehr gibt's nichts zu wissen. Alles klar. Achso, Hilfe. Okay.
interessanter Boss. Den Hai hat's zerrissen. Krasser Scheiß. Ist hier irgendwo ein Shortcut? Nee. Ist ja ein krasser Boss. Und das ist der erste von dem Dungeon. Ach, das ist Volume 1. Okay, je nachdem was für einen Umweg man machen muss, ist es gar nicht so groß. Ah, ist ja auch eine Bibliothek, ich meine, guckt euch mal an, wie viele Bücher hier stehen. Heilige Scheiße. Sagen wir üben.